Our gracious Father in heaven, Unser gütiger Vater im Himmel, it truly is a privilege to be able to approach thy throne of grace. es ist wahrhaft ein Vorrecht, dir zu nahen und deinem Thron To call upon you as our God, und dich anzurufen als unseren Gott and to be adopted as sons through Jesus Christ. und adoptiert zu sein als Söhne und Töchter in Christus Jesus. Lord, we have received the blessing of your Holy Spirit throughout this week. Herr, wir haben den Segen deines Heiligen Geistes über die ganze Woche empfangen. As we have studied the more sure word of prophecy, Wir haben dein völlig gewisses prophetisches Wort studiert. as we have searched the scriptures, Wir haben die Schriften durchforscht and as we have understood more clearly the work of Christ in the heavenly sanctuary. und wir durften das Werk Christi im Allerheiligsten des himmlischen Heiligtums besser verstehen. And now we've come to the last day of this camp meeting, Und jetzt sind wir zum letzten Tag dieses Camp-Meetings vorgestoßen. the crowning day, Es ist der krönende Tag the crowning work of your creation. und wir gedenken des Abschlusses, des Krönungsabschlusses deiner Schöpfung. And by faith we have entered into the sacred rest of the Sabbath. Und im Glauben sind wir in die heilige Ruhe des Sabbats eingetreten. And so we invite the presence of your Holy Spirit to be with us. Und so laden wir die Gegenwart deines Heiligen Geistes ein, dass du mitten unter uns seist. That you would grant us a heavenly refreshing. Dass du uns eine himmlische Erquickung schenken mögest. That you would pour your Spirit out upon us throughout this day. Dass du deinen Heiligen Geist auf uns ausgießen mögest durch den ganzen Tag hindurch. May this be a high Sabbath. Möge dies ein hoher Sabbat sein. And may we receive a blessing as we study the scriptures together. Und mögen wir einen Segen empfangen, wenn wir die Schriften gemeinsam durchforschen. So please be with our Sabbath worship. So sei du, Herr, bei unserem Sabbat Gottesdienst. Help us to worship you in spirit and in truth. Hilf uns, dich anzubeten im Geist und in der Wahrheit. And speak through us to the hearts of your people. Und sprich durch uns zu den Herzen deines Volkes. We give you the praise, the honor, and the glory. Wir geben dir Preis und Lob und Ehre. And may Christ be uplifted. Und möge Christus erhoben werden. In Jesus' name I pray. Und ich bete es im Namen Jesu. Amen. Amen. Good morning to everyone. Guten Morgen an jeden. Happy Sabbath. Einen gesegneten Sabbat. We have studied a theme throughout this week. Wir haben ein Thema über diese Woche studiert. The everlasting gospel, Das ewige Evangelium, the sanctuary, das Heiligtum and 1844. und 1844. For those of you who have not been with us throughout the entire week, Für euch, die ihr über diese Woche nicht mit uns gewesen seid, I would highly encourage you to be able to get the videos at a later time. ich ermutige euch sehr, euch die DVDs zu besorgen, dass ihr das Ganze nachvollziehen könnt in der Tiefe. Especially 2 days ago, we had a glorious time Vor allem vor 2 Tagen hatten wir eine herrliche Zeit. as we studied the blotting out of sin that takes place in the most holy place. Wir haben über die Austilgung der Sünde gesprochen, die im Allerheiligsten, was im Allerheiligsten geschehen wird. So we've now come down to the end of our lecture, my lecture. Und wir sind jetzt am Ende angekommen meiner Vortragsreihe mit euch. These will be my last 2 lectures this morning. Das werden meine letzten 2 Verkündigungen heute Morgen sein. And so we're going to continue in our theme of what we were studying yesterday. Und so möchten wir weitermachen mit dem Thema, das wir gestern Abend noch behandelt haben. And you remember that we were studying the subject of the daily in Daniel chapter 8. Gestern Nachmittag. Und wir hatten das Thema des Täglichen zum Schluss in Daniel 8 uns vorgenommen gehabt. And we went into quite a bit of detail there. Wir haben uns einige Details dort angeschaut. Did we not? Nicht wahr? Yeah. Yes, we went into quite a bit of detail. Into the Hebrew of Daniel chapter 8. Und wir haben uns einiges auch im Hebräischen angeschaut in Daniel Kapitel 8. We looked at the Tamid, the continual, Wir haben uns das Tamid angeschaut, das Beständige. and how that throughout the Old Testament, Und wir haben gesehen, wie im Alten Testament it is only in the book of Daniel that is treated as a noun or as a subject. nur im Buch Daniel
Tamid, das Beständige, als ein Substantiv vorkommt, als Subjekt. We looked at the two different words being used for sanctuary in that chapter. Wir haben die zwei Worte für Heiligtum, die im Hebräischen gebraucht werden, in dem Kapitel uns auch angeschaut. The difference between the Kodesh and the Mikdash. Und den Unterschied festgestellt zwischen Kodesh und Mikdash. And then we also looked at the masculine and feminine pronouns used to describe Rome. Dann haben wir uns die Fürwörter angeschaut, die Pronomen, die Rom beschreiben. And we went through quite a bit of detail in verses 9 through 12. Und haben die Verse 9 bis 12 recht genau uns angeschaut. And we looked at the transition of Rome between pagan and papal Rome throughout these verses. Und wir haben festgestellt, dass ein ständiger Wechsel vom heidnischen Rom zum päpstlichen Rom in diesen 4 Versen vorkommt. That verse 9 is describing pagan Rome as a little power that destroys the south, the east, and the pleasant land. Dass der Vers 9 das heidnische Rom beschreibt, das den Süden und auch den Osten und das herrliche Land überrollt und einnimmt. And then verse 10 was speaking of papal Rome, the feminine pronoun. Im Vers 10 haben wir dann das päpstliche Rom gehabt. Hier And- wird nun ein weibliches Fürwort verwendet, während in Vers 9 alles mit einem männlichen Fürwort begann. And then papal Rome would cast down the host and the stars, the church and its leaders. Und wir sehen im Vers 10, wie das päpstliche Rom, das Heer und die Sterne, die christlichen Gemeindeführer zu Boden warf. Verse 11 would transition back to pagan Rome, In Vers 11 sind wir dann wieder im heidnischen Rom. who would magnify himself against the prince of the host by crucifying Christ. Und das heidnische Rom würde sich gegen den Fürsten des Heeres erheben, indem es Christus gekreuzigt hat. And then we look at some of the words in the Hebrew that it would actually not cast down, but rather exalt paganism. Und dann haben wir festgestellt, dass es das Heidentum nicht niederwerfen würde, sondern erhöhen würde. And it would do that by establishing its temple, the Mikdash, the Pantheon. Und es hat seinen eigenen Tempel, seinen Mikdash, sein Pantheon begründet. And then eventually, of course, as we discussed yesterday, this would transition to the work of the pagan Roman emperors. Und das aber, das haben wir gestern auch besprochen, das zeigt auch rein historisch wird deutlich, dass es jetzt zu einem Übergang kam vom heidnischen Rom zum christlichen Rom. And Constantine the Great would continue to exalt paganism also within Christianity. Denn Konstantin der Große hat dann das Heidentum, obwohl er zum Christen scheinbar wurde, weiter erhöht. Until finally, God's mercy would pass by the civil Rome. Bis dann schließlich die Prüfungs- und Gnadenzeit für das heidnische weströmische Reich zu Ende gekommen war. And we recognize what happened. We recognize that the pagans came and destroyed Rome. Und wir wissen, dass Rom dann überrannt wurde von Germanenstämmen. The city of Rome was cast down and was swept away. Die Stadt Rom selbst, sie verlor ihre historische Bedeutung als Hauptstadt schon bald auch. And then verse 12, papal Rome would receive a host or an army to war against the daily, that is, against the pagans. Im Vers 12 sagen wir dann, wie das päpstliche Rom eine Armee erhielt und mit Hilfe dieser Armee nun die heidnischen Überreste, die es gab, vernichtete. Which we know that it did also when it plucked up these 3 horns. Also politisch gesprochen, also die politischen heidnischen Gegner. Alright, the Ostrogoths, the Vandals, and the Heruli. Und wir sehen, wie 3 der 10 Germanenstämme, die Rom überrollt hatten, hier beseitigt werden von Seiten des Papsttums, indem es mit Hilfe von Armeen das tut. Und das waren die Heruler, das waren die Ostgoten und zuvor noch die Vandalen. And then verse 12 also describes the papacy as casting down the truth. Außerdem zeigt Vers 12, dass das Papsttum die Wahrheit zu Boden wirft. It would practice and prosper for 1,260 years. Es würde ihm sein Vorhaben gelingen, und zwar 1260 Jahre lang. So we went through quite a bit of detail yesterday describing that, didn't we? Wir haben gestern das recht genau uns angeschaut und wie das historisch war, wie die Bibel das I beschreibt. think we took about 4 hours of a study just going through that Wir haben material. 4 Stunden bisher zu diesem Thema miteinander gesprochen. All right. So if you'd like that information, make sure to get the videos from yesterday. Also wenn ihr diese Information
auch nachvollziehen möchtet und nicht da war, die Videos, die sind da und erhältlich. All right, and then we looked at the question of Daniel 8:13, how long? Dann haben wir uns die Frage in Daniel 8, Vers 13 angeschaut, die lautet, wie lange? How long would these two powers, that is the daily, the continual transgression, Wie lange werden diese zwei Mächte, dieses tägliche, beständige, das heißt diese beständige Übertretung that is paganism, durch die heidnischen Mächte and the transgression of desolation, that is the papacy, und dann, was übersetzt wird in manchen Bibeln mit dem verheerenden Frevel oder dem Gräuel der Verwüstung, und das bezieht sich auf das Papsttum. the question by the angel was how long will these two powers, paganism and papalism, Der Engel stellt die Frage, wie lange werden diese zwei Mächte, das Heidentum und das Papsttum, trample down the sanctuary, the Kodesh, that's God's temple, and the host, God's people. wie lange werden sie einerseits das Heiligtum, Gottes Heiligtum, Kodesh steht hier, und andererseits Gottes Volk, das Heer der Zertretung preisgeben? And the answer was unto 2,300 days or years, and then the sanctuary would be cleansed. Die Antwort lautete bis 2300 Abenden, Morgen dann wird das Heiligtum gereinigt Now, werden. in our sequence of study, Wir haben eine ganze Reihe von Punkten miteinander studiert über die ganze Woche this is hinweg. what we've been doing all week long. We have been defining the gospel. Wir haben zunächst das Evangelium definiert. We, in our very first day together, we compared the two covenants. Das haben wir am ersten Tag gemacht und haben die zwei Bündnisse in der Bibel vorkommen miteinander verglichen. The Old and New Covenants. Den alten Bund, den neuen Bund. And we discovered that there's only really one true covenant. Wir haben festgestellt, in Wahrheit gibt es nur einen echten Bund. That was made between the Father and the Son. Und dieser Bund wurde geschlossen zwischen dem Vater und dem Sohn. And by faith, even the patriarchs were under that original Und covenant. durch den Glauben befanden sich die Patriarchen auch schon unter diesem ursprünglichen Bund. We examined the time element of the gospel, Wir haben das Zeitelement, das eng mit dem Evangelium verknüpft ist, betrachtet. and that when Jesus came, he preached the time is fulfilled. Und dass Jesus, als er kam, das auch uns offenbart hat. Denn er sagte, die Zeit ist erfüllt. We looked at the gospel progression, Wir haben dann die Entfaltung des Evangeliums betrachtet. how the gospel was revealed from age to age through patriarchs and prophets. Wie das Evangelium in jedem Zeitalter durch Patriarchen und Propheten offenbar gemacht worden ist. Until finally the gospel was demonstrated by Christ himself. Und dann When he schließlich came. das Evangelium durch Christus selbst, als er kam, demonstriert wurde. We also looked at the significance of 1844. Wir haben dann die Bedeutung von 1844 uns angeschaut. And I believe it was yesterday as well that or maybe the day before, we went to the book of Hebrews quite extensively. Dann vorgestern vor allem ziemlich intensiv den Hebräerbrief uns And vorgenommen. we discovered about the work of our great high priest in the Wir heavenly sanctuary. haben das Werk unseres großen hohen Priesters im himmlischen Heiligtum näher angeschaut. And it was necessary for him to purge by his own blood the work that going on in the most holy place. Dass es notwendig gewesen ist, dass sein eigenes Blut geflossen ist, auch dafür, dass jetzt im Allerheiligsten eine abschließende Versöhnung durchführen kann. We also looked yesterday at controversies and questionable statements. Und gestern haben wir uns gewisse Kontroversen angeschaut, die es gibt zu manchen Fragen in Bezug auf Daniel 8. And we looked at the opposition that William Miller was receiving back in his day regarding the misunderstanding of the 2300 days. Und wir sahen, dass William Miller zu seiner Zeit bereits eine Opponenten zu begegnen hatte, die manche seiner Kernaussagen in Frage stellten. And we also looked at some of the history of Louis Conradi, W.W. Prescott, A.G. Daniels, some of the controversies within our church. Außerdem haben wir ein wenig in die Geschichte unserer eigenen Gemeinde geschaut und festgestellt, welche Problematik durch gewisse Überzeugungen aufkam von Seiten von Ludwig Conradi und das dann überging auf das Denken von Prescott und Daniels und Einzelnen. We also looked at that specific point of contention regarding the daily. Wir haben diesen besonderen Zankapfel betrachtet, um den es da vor allem ging, und das war die Frage, worum es geht beim täglichen in Daniel Kapitel 8. We looked at how even some of the pioneers, because of this misunderstanding of the daily, like Elliot Wagner, went back and
accepted the Protestant view of Antiochus Epiphanes and left the church. Wir haben festgestellt, dass dramatischerweise sogar ein Mann wie Elliot Waggoner schließlich zu der Überzeugung kam, dass es sich in Daniel Kapitel 8 um Antiochus Epiphanes, den Vierten, handelt beim kleinen Horn, wie er damit zurückgekehrt ist zu einer der frühen, auch im Protestantismus daseienden Positionen und wie ihn das persönlich sogar dazu brachte, dass er den ganzen Adventismus aufgegeben hat. And now our last point. Oder nicht den ganzen Adventismus, sondern eben das, was den Adventismus ausmacht, Heiligtum und so weiter. Now our last point, Unser letzter Punkt, which we'll be discussing this morning, den wir heute Morgen besprechen möchten, is our position. ist unsere Position. And what shall we do? Was sollen wir tun? What is our original position? Was ist unsere ursprüngliche Position? We're going to pick it up where we left off yesterday. Also, wir machen dort weiter, wo wir gestern aufgehört haben. As we discuss our gospel identity. Also, wir sind jetzt dabei, unsere eigene Identität in Bezug auf unser Evangeliumsverständnis zu betrachten. Now you remember that we left off on this slide last night. Erinnert euch, wir haben gestern Abend auf der Leinwand uns dieses Diagramm angeschaut. And if you remember, I entered into the argument 4 exhibits. Und ihr erinnert euch, ich habe gestern 4 Dokumente euch präsentiert in Bezug auf diese Fragestellung. You all remember that? Erinnert ihr euch? Showing the pioneer position on the daily. Und damit wurde deutlich durch 4 Dokumente historischer Art, wie unsere Pioniere zum täglichen standen. Shall I enter those exhibits in again very briefly? Soll ich euch die nochmal kurz zeigen? Because some of you didn't see these exhibits. Einige haben sie ja nicht gesehen. So let's go ahead and look at that very quickly here. Schauen wir uns das einmal kurz noch This was zusammen an. exhibit A, I think. Das war mein historisches Dokument Nummer 1, wenn ich mich recht erinnere. Now I'm entering like a lawyer would, a lawyer in court. You have the exhibits where you prove your point to So meine convict Sprache, your opponent. meine Sprache ist gerade die eines Anwaltes vor Gericht, der seine verschiedenen Beweisstücke vorbringt. Alright. Beweisstück Nummer 1. I think we went through quite a bit of detail and material showing this is our original position. Wir haben das auch genau angeschaut gehabt, damit jeder klar versteht, dass das in der Tat unsere ursprüngliche Position gewesen Once ist. again, very briefly, Also jetzt nochmal kurz zusammengefasst. this is the original pioneer chart. Dies ist die erste prophetische Karte, die von den Pionieren verwendet wurde. Upon which these later ones were based. Und diese anderen 2 bekannteren, die basierten darauf. You notice this numbering right here. This is actually taken directly from the Adventist archives. Diese Zahl ist eine Zahl des adventistischen Archives. You notice there's a stamp on the bottom that actually says this is the Center for Adventist Research. Hier unten haben wir einen Stempel, das ist das Zentrum für adventistische Forschung. So you can get this directly in the possession of the General Conference. Also die GK hat das und man kann es eben auch bekommen. A lot of it looks familiar, doesn't it? Vieles davon sieht ziemlich bekannt aus, nicht? You notice the image of Daniel 2. Da haben wir das Standbild von Daniel Kapitel 2. Yeah, you'll notice the beast of Daniel 7. Da sind die Tiere von Daniel Kapitel 7. You'll notice the ram and the goat of Daniel 8. Da haben wir den Widder und den Ziegenbock von Daniel Kapitel 8. This is published by Joshua Himes in 14 Devonshire Street in Boston. Joshua Himes hat es in der 14 Devonshire Straße in Boston herausgebracht. Now you notice that's the same man that also published this one here. Das ist derselbe Mann, der auch die 1843 Prophetiekarte, die vielen sicher bekannt ist, herausbrachte. Now it's very interesting because there were 3 time prophecies that they taught would end in 1843. Es ist sehr interessant, denn es gab 3 Zeitweissagungen, die sie damals verkündigten, die im Jahre 1843 endeten. I'm going to make it larger so you can see which time prophecies those were. Und ich werde das etwas vergrößern, so könnt ihr besser erkennen, um welche Zeitweissagungen es sich dabei gehandelt hat. Okay, so the first one they were teaching was Die erste, die sie brachten, war the 2520 beginning in 677 and ending in 1843. die Zeitweissagung der 2520 Jahre, die im Jahre 677 vor Christus begann und 1843 enden sollte. Of course, this prophecy was also repeated here on the 1843 chart, Natürlich befindet sich das dann auch auf der 1843-Karte da oben. as well as the 1850 chart, Außerdem auch ganz oben auf der 1850-Karte und rechts unten. and we'll discuss that in our next lecture. Und das werden wir im folgenden Vortrag näher
anschauen. The other one was the 2450 or the 49 times 50 Jubilees. Die zweite Weissagung, die sie benutzten, war die der 2450 Jahre und da ging es um 49 Jubeljahre. That's a very fascinating Das ist eine prophecy. faszinierende Weissagung. And if you go on our website, onto restoringtheoldpaths.com, I have a sermon on the 2450 that many people have enjoyed. Und viele werden sicher eine Freude haben, wenn ihr auf meine Website gehen wollt, und das ist restoringtheoldpath.com. Und da habe ich eine Predigt zu diesem Thema gehalten. And there's another one, of course, 2300 days, Daniel 14. Und dann natürlich die andere bekannte, der 2300 Abend und Morgen aus Daniel 8,14. Now here's what's really fascinating about the position of the daily. Faszinierend nun in Bezug auf ihre Position zum täglichen ist, And notice what it says down here. There you go. Pagan Rome, the continual or the daily. also da steht das heidnische Rom, das beständige oder tägliche. Notice this, that the little horn represents Rome, pagan and people, and not Antiochus. Have we talked about that? Das kleine Horn steht für Rom in seiner heidnischen, seiner päpstlichen Phase, nicht für Antiochus Epiphanes. And here you have it right here. Notice in 508, pagan dominion was taken away. Da haben wir das Jahr 508 und da steht, die heidnische Vormachtstellung wurde beseitigt. And in 538, the papacy, papal dominion was set up. Und dann ist da das Jahr 538 und da steht, dass die päpstliche Vorherrschaft eingerichtet wurde. And I love this picture because it illustrates Ich liebe dieses Bild, denn es illustriert, the taking away of the pagan sacrifices wie die heidnischen Opfer beseitigt werden and the setting up of the papal sacrifices with the offering of Mass. und wie die päpstlichen Opfer eingerichtet werden. Hier das Opfer der Messe. Oh, we have a bee in here flying around. Okay. All right, so this was one we talked about, the pioneer position of the daily. Hier also die Pionierposition des täglichen. This is repeated on the 1843 chart. Auf Right der here. 1843-Karte wird das wiederholt. Hier haben wir das Jahr 508. The daily taken away. Das tägliche wird weggenommen. 1850 chart. Da haben wir die 1850-Karte. It's repeated right here, pagan dominion taken away. Und da steht auch das Jahr 508. Und da steht auch, All right. und noch genauer, die heidnische Vorherrschaft wird weggenommen. And then here on the bottom, Und unten, I talked about it yesterday. darüber habe ich gestern noch gesprochen, It speaks about the length of the daily or paganism of Daniel 8:13, beginning from 457. da steht die Länge, die Zeitdauer des täglichen begann im Jahre 457 vor Christus. Habt ihr das mitbekommen? Ganz wichtig. Da steht rechts unten, die Zeitdauer des täglichen begann im Jahre 457 vor Christus. So one of the truths that established this date right here, 457, Also eine der Wahrheiten, die dieses Datum 457 vor Christus klar bestätigt, was Miller's view that the daily equaled paganism. ist eben auch die Überzeugung, die William Miller gehabt hat, dass es sich beim täglichen um das Heidentum So when handelt. the pioneers were studying Daniel chapter 8, Als die Pioniere also Daniel Kapitel 8 studierten, they saw the ram and the goat as representing pagan powers. da sahen sie den Widder und den Ziegenbock und sie sahen, diese beiden stehen ja für heidnische Mächte. And so they looked for the beginning point of this prophecy as starting with the pagan power in Medo-Persia. Also haben sie 457. den Anfangspunkt gesucht der Weissagung der 2300 und stellten fest, dass der Anfangspunkt im Rahmen der medo-persischen, in der Vision genannten, als erste Macht genannten Macht beginnen musste. You remember we discussed that? Das haben wir besprochen. Yesterday, right? Yes. So if you take away Miller's view, Wenn man William Millers Überzeugung, die er aus dem Wort schöpfte, jetzt streicht, then you also undermine the date of 457. dann unterminiert man damit auch 457 vor Christus. And if you undermine this date, you also don't get the next date after the 7 weeks. Unterminiert man aber diese Zahl, dann kommt man nicht zur nächsten 7 Wochen später, also 49 Jahre. And if you don't have that date, then you don't have the next one after 62 weeks. Und haben wir diese nicht, dann haben wir auch die nächste nicht, die 62 Wochen später sich einstellt. And if you don't have this one, you don't have it in the midst of the week. That Haben date wir- Christ is crucified. Die dritte Zahl nicht, dann haben wir auch die nicht, die in der Mitte der Woche Christi Kreuzigung darstellt. And then you don't have the covenant being confirmed for 1 week
Und the dann Jews. haben wir auch nicht eine Bestätigung des Bundes mit den Juden eine weitere Woche lang. And if you don't have this date, you certainly don't have the end date. Und haben wir die erste Zahl nicht, haben doch sicher nicht die letzte. And so it undermines the entire prophecy. Eine Unterminierung der gesamten Weissagung findet durch eine Verschiebung dessen, was das tägliche bedeutet, statt. And so the daily is not paganism, but rather Christ's mediation. Wenn, wie heute geglaubt wird, das tägliche nicht das Heiligtum, sondern Christi Mittlerdienst Then ist, you have to base the 2300 days sometime when Christ began to mediate. dann musst du die 2300 Abend und Morgen beginnen lassen zu einem Zeitpunkt, wo Christus seinen Mittlerdienst begann. Correct? Oder nicht? And so we discovered yesterday that the very earliest that Christ could begin his mediation was after his resurrection in 31 AD. Wir haben festgestellt, dass Jesus seinen hohenpriesterlichen Dienst begann erst Ja. frühestens im Jahre 31 nach Christus, als er nach seiner Himmelfahrt als Hohepriester eingesetzt worden ist. So if you date the 2300 days from the time that he resurrected and went to heaven, that's 2331 AD. Wenn man die When the judgment will begin. 2300 Abend und Morgen nun zu datieren beginnt, mit dem Augenblick, wo Christus seinen hohepriesterlichen Dienst begann, dann muss man 2300 Jahre zum Jahre 31 hinzurechnen und man kommt in das Jahr 2331 nach Christus. Or even worse, Oder schlimmer noch, if it was the papacy that supposedly took away Christ's mediation, wenn man glaubt, dass das Papsttum den Mittlerdienst Christi weggenommen haben soll, then the earliest you could have that was the papal reign beginning in 538. dann müsste, wenn man davon ausgeht, dass die päpstliche Macht 538 nach Christus erst fest etabliert gewesen ist, And so then you add the 2300 days of that, you don't come up to 2838 when the sanctuary will be cleansed. dann könnte man die 2300 Abende und Morgen erst an dem Punkt, wenn man ihn als Ausgangspunkt wählen würde, ansetzen. Und was würde passieren? Man würde in das Jahr 2838 nach Christus kommen. And so this new theology really undermines our historic understanding of 1844. Also diese neue Theologie, was sie macht, ist, sie unterminiert unser historisches Verständnis von 1844, wie wir überhaupt in das Jahr 1844 gelangt sind. So let's notice, what is our original position? Wie also steht es um unsere ursprüngliche Haltung dazu? Let's look at the writings of William Miller. Schauen wir uns die Schriften William Millers an. And let's notice that he wrote about two abominations. Und wir erkennen, William Miller sprach von zwei Gräueln. Let's go ahead and read. Lesen wir, was er geschrieben hat. Now this is written by Peter Gerard Damstedt. Bruder Gerard Darmstadt hat dies so für uns niedergeschrieben. Elder Damstedt was a former theologian at Andrews University. Bruder Darmstadt hat an Andrews gelehrt. And he's actually European, as you can tell by his name. Er ist Holländer. Okay, and he received his doctorate in theology by writing his doctoral thesis. Er hat seinen Doktor in der Theologie erhalten, hat sein Doktorat geschrieben. Which became a book. Und daraus ist ein Buch entstanden. And his doctoral thesis became published as The Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission. Und das Buch lautet, der Titel lautet, die Grundlagen, also auf Englisch bisher nur herausgegeben, die Grundlagen der 7-Tags-adventistischen Botschaft und seines Auftrags. It's actually a very excellent book, very excellent history. Hervorragendes Buch mit ausgezeichneter Dokumentation. Let's notice what Elder Damstedt writes about William Miller. Bruder Darmstadt schreibt über William Miller. William Miller, when applying his hermeneutic, als William Miller seine Hermeneutik ansetzte, he noticed in the various apocalyptic passages stellte er in den verschiedenen apokalyptischen Abschnitten fest, a recurring theme of controversy. dass immer wieder ein Thema auftrat, Between the people of God and their enemies. und zwar das Volk Gottes und seine Feinde standen in einem Kampf. In his analysis of the persecuting powers of God's people throughout the ages, In seiner Analyse der Verfolgungsmächte, die Gottes Volk durch alle Zeiten hindurch verfolgten, he developed the concept of the two abominations. gelangte er zu dem Verständnis und entwickelte das Konzept zweier Gräuel. Defined as paganism
definiert als das Heidentum, That's the first abomination. den ersten Gräuel, That symbolizes the persecuting force outside the church. welches die verfolgenden Mächte außerhalb der Gemeinde darstellt, And the papacy, und das Papsttum that's the second abomination, als den zweiten Gräuel, representing the persecuting power within the church. welches die verfolgende Macht innerhalb der Christenheit darstellt. It was the motif, or that is the main theme, of the two abominations that characterize most of this following prophetic Es interpretation. war das Motiv oder das Hauptthema oder der zentrale Gedanke dieser zwei Gräuel, welcher die meisten seiner prophetischen Interpretationen kennzeichnet, charakterisiert. Now the definition of that word motif Motiv, was ist ein Motiv? in English, Im Englischen it's a main element. ein Hauptelement, It's the main theme. das Hauptthema, It's the main subject to be elaborated on. der Hauptgedanke, auf den man etwas aufbaut. So what was William Miller's main theme in Das prophecy? war William Millers Hauptgedanke, Hauptthema in der Weissagung. Two Es abominations, gibt zwei Gräuel, paganism and das papalism. Heidentum und das Papsttum. That was the main theme of prophecy. Das war das Hauptthema der Prophetie. And every early Adventist pioneer taught that same theme. Und jeder frühe adventistische Pionier hat dieses selbe Thema dargebracht. Notice, these are the words by William Miller himself. William Miller schreibt selbst jetzt, We learn, it's funny, today, it's really unfortunate es ist wirklich traurig, muss ich sagen, that many of the theologians of our higher learning institutions, dass viele unserer Theologen aus unseren höheren Lehranstalten, they sometimes disparage or almost make fun of William Miller and the pioneers. dass sie manchmal unsere Pionierpositionen, die von William Miller und anderen auch, nicht wirklich sehr schätzen. Und es geht manchmal sogar so weit, dass man sich darüber lächerlich macht. And they say things like, he was just an uneducated American farmer. Man sagt zum Beispiel auch, einige sagen auch, dass er einfach nur ein wenig erzogener Bauer gewesen ist. I've heard these things. Ich habe diese Dinge selbst gehört. The pioneers, they had no college education. Die Pioniere, sie hatten keine Universitätsausbildung. You know what? Wisst ihr was? Neither did Jesus. Auch Jesus hatte sie nicht. Neither did the apostles. Auch die Apostel hatten sie nicht. You know, God uses the humble instruments. Gott gebraucht die demütigen Werkzeuge. You know, it's very interesting that those that have the highest education need to learn how to humble themselves the Es most. ist interessant, dass jene, die die höchste Bildung genießen, lernen müssen, sich am meisten vor Gott zu demütigen. Moses had high education, Mose hatte eine hohe Bildung and he was completely unfit to lead the people of God. und er war absolut unfähig, das Volk Gottes zu leiten. He had to be re-educated for Er 40 musste years umerzogen werden, das brauchte 40 Jahre. by following sheep. Und er musste Schafe hirten. Schafe weiden als Hirt. 40 years. 40 Jahre lang. Paul Paulus had a high education, hatte eine hohe Bildung and it led him to kill Christians. und es führte ihn dazu, Christen zu töten. And according to his own testimony, Und sein Zeugnis selbst zeigt, he had to go to Arabia for several years dass er mehrere Jahre nach Arabien gehen musste, to be re-educated. um neu erzogen zu werden. Yeah? He had to be humbled and blinded. Er musste gedemütigt werden und blind werden. And although God can use people with education, Und obgleich Gott Menschen gebrauchen kann, die eine hohe Bildung genießen, it oftentimes it becomes a struggle as unto death for them to really learn how to follow the lowly wird Jesus. es oft für sie ein Kampf, bis zum Äußersten, um zu lernen, Jesus wahrhaft zu folgen. And so, before our educated leaders begin to criticize William Miller, Bevor also unsere gebildeten Lehrer und Professoren William Miller kritisieren, I would highly suggest that they go back and read what Ellen White writes about William Miller. würde ich sie ermutigen, nachzulesen, was Ellen White über William Miller schreibt. Mrs. White calls him that chosen one whom angels visited. Sie nennt ihn den Auserwählten, den Engel besuchten. But then again, I'm not sure if I can recommend the writings of Ellen White to our learned people because they also criticize her because she didn't have a college education. Aber kann ich Ellen White empfehlen, unseren gebildeten Männern und Frauen, wo doch sie selbst keine hohe Bildung genossen hatte als
Kind und Jugendlicher. After all, Ellen White only had a third grade education. Denn sie hatte nur 3 Klassen hinter sich gebracht. Thank God Gott sei aber Dank, that the gospel is not left to the learned men, brothers and dass das sisters. Evangelium nicht allein den Gebildeten überlassen wird. Otherwise, where will we be? Wo würden wir sonst heute stehen? We still be in the darkness of the dark Wir ages. wären immer noch im finsteren Mittelalter. We learn that there are 2 abominations Wir haben festgestellt, dass es 2 Gräuel gibt, spoken of by Daniel. über die Daniel spricht. The first is the pagan mode of worship, Das erste Gräuel ist der heidnische Modus der Anbetung. which was performed by the sacrificing of beasts upon altars. Und das wurde so getan, indem man opferte, und zwar Tieropfer It was darbrachte. similar to the Jewish rites. Und das war den jüdischen Riten sehr ähnlich. So this was pagan sacrifices. Also es waren heidnische Opfer. Until at last God took away the Jewish rites and ceremonies and set up the gospel kingdom in the world. Bis Gott zum Schluss die jüdischen Riten und Zeremonien zu Ende führte und das Evangeliumsreich in der Welt begründete. But Satan, Aber Satan, an arch enemy, ein Erzfeind, he found that his pagan abominations could have but little or no effect to draw the followers of Christ into idolatry. er stellte fest, dass seine heidnischen Gräuel fast wirkungslos darin nun waren, die Nachfolger Jesu zum Götzendienst zu verleiten. But the Christians believed that the bloody rites and sacrifices had their fulfillment in Christ. Denn die Christen glaubten, dass die blutigen Riten und Opfer ihre Erfüllung in Christus gefunden hatten. Therefore, Deshalb, in order to carry the war into the Christian camp, um nun den Streit und den Krieg ins christliche Camp hinein zu verlagern, he suffers the daily sacrifice abomination to be taken out of the way and sets up the papacy. führte es so, dass das tägliche Gräuel durch heidnische Opfer beiseite getan wird und hinweggenommen wird, um dann das Papsttum aufzurichten. Which is more congenial to the Christian mode of worship and its outside forms and ceremonies. Das viel mehr geeignet ist, dem christlichen Anbetungsstil zu entsprechen, in seinen äußeren Formen und Zeremonien, But it retains all the hateful qualities of the former. und doch alle hassenswerten Qualitäten des ursprünglichen heidnischen Gottesdienstes in sich weiter bewahrt. So notice William Miller says Was sagt William Miller hier? that the daily Er sagt, the daily sacrifice of Daniel das tägliche Opfer im Buch Daniel, was pagan daily sacrifices. das waren heidnische tägliche Opfer. This is paganism. Es geht um das Heidentum. And this was taken away. Das wurde weggenommen. It had to be taken away Es musste weggenommen werden, in order for the papacy to be set up. damit das Papsttum aufgerichtet werden könnte. Taken away and the papacy is set up. Das Papsttum wird dann aufgerichtet. Now what we're going to do is read some quotes Wir möchten jetzt einige Zitate lesen, to discover that this took place um festzustellen, wann das stattgefunden hat oder dass das überhaupt stattgefunden hat. between the years 508 to 538. Und zwar zwischen den Jahren 508 nach Christus bis 538 nach Christus. The pagan mode of worship in Rome was removed in 508, and 30 years later the papacy was set up in Rome. Der heidnische Gottesdienst wurde vollständig beseitigt, und zwar im Jahre 508 nach Christus, und das Papsttum war 538 nach Christus eingerichtet. Let's begin looking at some quotations. Lesen wir einige Zitate. We're just going to be looking at some quotations by the pioneers. Und wir lesen, was unsere Pioniere dazu zu sagen haben. Let's notice. William Miller schreibt. Alright, so we're going to be doing some reading this morning. Is that alright? Wir lesen also etwas heute miteinander am Morgen Okay. William Miller's words. aus William Millers Werken. I read on Ich las weiter. and could find no other case in which the daily, was found but in Daniel. Und ich fand keinen anderen Ort in der Bibel, keine andere Schriftstelle, wo das tägliche gefunden wurde als allein im Buch Daniel. I then, by the aid of a concordance, took those words which stood in connection with it to take away. Dann- To take away the daily. Mit der Hilfe einer Konkordanz nahm ich mir diese Worte vor, die in Verbindung standen mit der Aussage wegnehmen. From the time that the daily shall be taken away. Von der Zeit, wo das tägliche weggenommen werden soll. I read on and thought I would find no light on the text.
und so weiter. Und ich las dann weiter und ich dachte mir, ich würde keine Erkenntnis über diesen Text finden. Finally, I came to 2 Thessalonians chapter 2, verses 7 and 8. Schließlich aber kam ich zu 2. Thessalonicher Kapitel 2 und dort zu den Versen 7 und 8. For the mystery of iniquity does already work, only he who now letteth will let until he be taken out of the way, and then shall that wicked be revealed. So kam ich schließlich zu 2. Thessalonicher Kapitel 2, Verse 7 und 8 und dort las ich Folgendes. So. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein, und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. All right, let's continue on. And when I had come to that text, oh, how clear and glorious the truth appeared. Und als ich zu diesem Vers gelangt war, oh wie klar und wie herrlich erschien die Wahrheit. There it is. Da war es. That is the daily. Das ist das tägliche. Well, now, what does Paul mean by he who now letteth or hindereth? Nun, was meint dann Paulus, wenn er von dem spricht, der es noch aufhält und der nicht weggenommen werden muss? By the man of sin and the wicked, popery is meant. Durch den Menschen der Sünde und durch den Gesetzlosen meint er das Papsttum. Well, what is it that hinders popery from being revealed? Nun, was ist es dann, was das Papsttum daran hindert, offenbart zu werden, sich zu manifestieren? It is paganism. Freilich, es muss das Heidentum sein. Well, then, the daily must mean paganism. Nun, dann muss das tägliche das Heidentum sein. Now, you're saying, well, how is that? Nun, wie denn? Remember, this is something basic that we've been going over all week. Gut, das ist ganz grundlegend jetzt hier. Wir haben das die Woche über genauer betrachtet. Major world empires. Sorry? Major world empires. Die Hauptreiche der Weltgeschichte, Babylon, Babylon, Medo-Persia, Medo-Persien, Greece, Griechenland pagan Rome. und das heidnische Rom, Next one is papal Rome. waren da. Und dann kam das päpstliche Rom im Anschluss. So which kingdom had to be removed for papal Rome to be set up? Also welche Mächte mussten erst beseitigt worden sein, damit das Papsttum da sein konnte? Pagan Rome. Pagan Rome. Das heidnische Rom. So pagan Rome had to be removed so the papacy could be set up. Das heidnische Rom musste beseitigt erst werden, bevor das Papsttum aufkommen, also herrschen konnte. Let's go to some more detail. Noch ein paar mehr Details. Fourth beast. Das vierte Tier How many horns were coming out of the head of the fourth beast in Daniel hatte 7? wie viele Hörner? Wie viele Hörner kamen aus seinem Haupt? 10. 10. These were 10 kings. Das waren 10 Könige. So the division of the pagan empires of Western Europe. Das ist die Aufteilung, die sich ergab nach Zusammenbruch des Weströmischen Reiches und Yeah. im praktisch heutigen Westeuropa. This is basic prophecy. Das ist ganz grundlegend in der Prophetie. How many horns had to be plucked up in order for the papacy to stand? Wie viele Hörner mussten herausgerissen werden, damit das Papsttum seine Vormachtstellung einnehmen konnte? 3. 3. 3. What were their names? Ihre Namen waren Vandals, Halilah, Ostrogoths. Vandalen, Ostgoten. What were they? Wo befanden die sich? Pagan kingdoms. Was waren sie? Das waren heidnische Reiche. So they had to be removed for the papacy to be set up. Sie mussten also beseitigt werden, damit das Papsttum nun aufgerichtet werden konnte. So what was hindering the papacy from ruling? Was hinderte also das Papsttum noch daran, seine Oberherrschaft anzutreten? Christ's ministry? Was? Christi Dienst? It was paganism. Das Heidentum. So the pagans had to be removed so that the Pope could be able to rule from Rome. Die Heiden mussten erst beseitigt worden sein, um dann dem Papst die Möglichkeit zu geben, von Rom aus zu herrschen. This is the only interpretation that does justice to the passage of Scripture. Das ist die einzige Interpretation, die wirklich dem biblischen Befund gerecht As a wird. matter of fact, go to the book of Daniel. Gehen wir zu Daniel, To make it abundantly clear, um es so klar zu machen, so that none could be mistaken, nur möglich, damit man es nicht mehr missverstehen kann. God even links the taking away of the daily with a time prophecy. So verbindet Gott
die Wegnahme des Täglichen mit einer Zeitweissagung So there can be no misunderstanding of this topic. unmissverständlich sein kann. Let's go to Daniel chapter 12. Daniel Kapitel 12. Daniel chapter 12, and let's look at verse 11 and 12. Daniel 12, die Verse 11 und 12. The Bible says, Die Bibel sagt, "And from the time that the daily sacrifice shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, there should be 1,290 days. und von... sorry. Blessed is he that waiteth and cometh to the 1,330 days." Und von der Zeit an, da das Beständige beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. So two time prophecies. 2 Zeitweisungen sind hier. 1,290 days, 1290 Tage 1,335 days. und die 1335 Tage. And from what point is it dated? Und was ist der Anfangspunkt? From the time that the daily sacrifice is taken away. Die Zeit, wo das Beständige beseitigt wird. So when did the pagan sacrifices end in Rome? When was that removed? Wann endeten die heidnischen Opfer in Rom? Wann wurde das beseitigt? Thus allowing the papacy to be set up. So dass das Papsttum, der Gräuel der Verwüstung, aufgestellt werden konnte. We look at the dates and all these different exhibits. Wir schauen uns die Daten an, die auf diesen verschiedenen Beweisstücken zu finden sind. 508. 508. So let's do it. Machen wir das mal. So from 508 Von 508 ab, on a timeline, auf einer Zeitlinie, you add 1290. addierst du 1290. So 508 plus 1290 508 plus 1290. is 1798. Kommst nach 1798. Yes? Ja, That's 1798. 1798. So from the time that the daily will be set up, Von der Zeit an, dass da or excuse me, the time that the daily will be taken away Beständige beseitigt wird and the papacy set up, und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, the papal power would have 1,290 days to reign. würde dem Papsttum 1290 Jahre Regierungszeit ermöglicht. And then it says, "Blessed is he that waits for 1,335 days." Und dann heißt es wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Well, let's add 508 Wenn wir also to 1335. 1335 zu 508 addieren, And you come to 1843. kommen wir das Jahr 1843. And that will be the blessing for those who wait. Und da ist dann der Segen auf die gekommen, die warteten. And what would take place, it's sort of all right here, by the way. Und das ist alles hier zu finden. 508, 1335, 1843. 508, 1335, 1843. What would take place in 1843? Was fand denn statt 1843? Verse 13. Vers 13 sagt es. "But go thou thy way till the end be, the end of that time prophecy, for thou shalt rest, Daniel, and you will stand in thy lot at the end of the days." Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. What does that mean? Was bedeutet denn das? Daniel's words, Daniel's prophecies would stand. They would be understanding the words of Daniel at the end of the days. Nun dazu muss man verstehen, dass hier auch eine andere Übersetzungsmöglichkeit da ist und die in der King James Version deutlich wird. Und zwar anstelle hier zu sagen, du wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage, da kann man auch übersetzen, du wirst einst aufstehen, um in deinem Los zu stehen, ja, am Ende der Tage. Das heißt, dass die Weissagung des Propheten Daniel zu dem Zeitpunkt, wo diese Zeit 2 Weissagungen zu Ende kommen würden, wieder von großer Bedeutung werden würde für die ganze Welt. That's exactly what's taking place. Und genau das findet heute auch erneut statt. The Millerites were studying the prophecies of Daniel at the end of these days. Bei den Milleriten war es so, am Ende genau dieser Zeit, 2 Zeitweissagen begannen sie, die Weissagen Daniels zu studieren. Er stand wieder in seinem Los. Specifically, Vor allem they were studying the 2300 days studierten sie die 2300 Abend und Morgen. that they also believe would end in this year, Und sie 1843. meinten, dass diese Zeitweissagung 1843 enden würde. The Jewish year 1843, Im jüdischen Jahr which 1843. would go from the spring of 1843 until the spring of Das 1844. bedeutet vom Frühjahr 1843 bis zum Frühjahr 1844. Das heißt, wenn sie 1843 sagen, würde das auch 1844 enden. And so you just can't escape that prophecy. Es ist unmöglich,
diese hier zu übergehen, diese Weissagung. Because God actually locks it in. He says, from the time the daily is taken away, there will be 1,290 days. Und Gott macht das ganz klar, sagt, von der Zeit, wo das Beständige weggenommen wird, sind es 1290 Tage. Right? Ja. So for those who say that this new view of the daily is Christ's ministration in the heavenly sanctuary, So, jene jetzt, die glauben, dass, und das ist ja die neue Sicht im Adventismus, dass es sich beim täglichen und Christi hohepriesterlichen Dienst im Heiligtum handelt. that's the new view. Das ist die neue Sicht. And the teachers will say, well, the papacy is the one that obstructs Christ's ministration. Und sie sagen, es ist das Papsttum, das Christi Dienst im himmlischen Heiligtum verdunkelt. Right? Richtig? And the papacy didn't begin to reign until 538. Und das Papsttum begann nicht vor 508 seine politische Bedeutung wahrzunehmen. How do you connect 538 to the 1290 to 1335? Und wie kannst du dann das Jahr 508 noch mit dem 1290 verbinden? How could the papacy take away the ministration of Christ in 508 if it didn't rule until 30 years later? Are you understanding this? There's Wie kann problems das here. Papsttum im Jahre 508 den hohepriesterlichen Dienst Christi beseitigen, wenn es erst fest etabliert war, 30 Jahre später, also seine Vorherrschaftszeit an sich erst 538 begann. 508 begann die Vorbereitungszeit darauf. Do you understand the problems here? Seht ihr, welche Probleme So- da sind? Those who advocate the new view have to do a lot of gymnastics to try to make this work. Neue Sicht propagieren Yes. muss in Wahrheit ziemlich viel Gymnastik üben, um das tun zu können. But you know what? Aber wisst ihr was? There's an easier thing that they do. The new teachers. Sie tun etwas Einfacheres. They just simply ignore all this. Sie in der Regel ignorieren das. When's the last time you heard a teacher or a proponent of the new view ever talk about the 1290 and Wann 1335? ist das letzte Mal, dass du jemanden, der glaubt, dass das tägliche Christi hohepriesterliche Dienst ist, wann ist das letzte Mal, dass du ihn gehört hast, reden über die 1290? They can't, because it doesn't fit. Sie können nicht, weil es nicht zusammenpasst. So you're seeing how this new view starts to undermine these different prophetic dates. Das heißt, diese neue Sicht, was sie macht, ist, sie unterminiert diese prophetischen Daten. Let's look at what some other pioneers say. Andere Pioniere sagen, Let's look at Josiah Litch. zum Beispiel Josiah Litch, This is his book, Prophetic Expositions, written and published in 1842, volume 1, page Das ist 127. aus seinem Buch Prophetic Expositions, 1842 herausgebracht, Band 1, Seite 127. He says this: Er sagt, the daily sacrifice is the present reading of the English text. It's in Daniel chapter 8. das tägliche Opfer ist, was wir in unserem englischen Text finden. But no such thing as sacrifice is found in the original language. Aber das Wort Opfer findet sich nicht im Urtext. This is acknowledged on all hands. Alle anerkennen das. It is a gloss or a construction put on it by the translators. Es ist einfach eine Hinzufügung von Seiten der Übersetzer. The true or correct greeting is the daily and the transgression of desolation, Daniel 8:13. Richtig muss es heißen, das tägliche und die Übertretung der Verwüstung. Daily and transgression being connected together by the word and. Die Worte das tägliche und Übertretung, was mit Frevel oder Gräuel in vielen Bibeln übersetzt wird, verbunden mit dem Wort durch das Wort und. That is, Das heißt, the daily desolation and the transgression of desolation. es geht um die tägliche Verwüstung und die Übertretung der Verwüstung oder das Gräuel der Verwüstung. They are two desolating Es powers, sind damit zwei verwüstende Mächte. which were to desolate the sanctuary and the host, Und diese würden sowohl das Heiligtum wie auch das Heer verwüsten. the church and her metropolis. Die Gemeinde und ihre Metropolis Her people. und ihr Volk. They are paganism and popery. Sie meinen also das Heidentum und das Papsttum. All right? James White. Nun James White, Let's notice him. was schreibt er? The book called Bible Adventism, page 127. Buch Bible Adventisten auf der Seite 127. The daily sacrifice and the transgression of desolation represent Rome in its pagan and papal Das forms. tägliche Opfer und die Übertretung der Verwüstung repräsentieren Rom in seiner heidnischen und in seiner päpstlichen Form. If you leave out the added words, the supplied words, Wenn man die Worte, die hinzugefügt worden sind von den Übersetzern,
unbeachtet lässt, the text would read the daily and the transgression of desolation. sagt der Text einfach das tägliche und die Übertretung der Verwüstung. These are two desolating powers. Dies sind zwei verwüstende Mächte. First paganism Zuerst das Heidentum, and then the papacy. dann das Papsttum. John Andrews. John Andrews. It needs no argument to prove that the two grand forms of opposition by which Satan has desolated the church and trod underfoot the sanctuary of the living God are none other than paganism and popery. In seinem Buch Das Heiligtum und die 2300 Abende, Seite 34, 35 schreibt er: Man muss nicht darüber argumentieren, um beweisen zu müssen, dass die zwei großen Formen des Widerstands, durch die Satan die Gemeinde verwüstete und das Heiligtum des lebendigen Gottes unter die Füße trat, das Heidentum und das Papsttum gewesen sind. It is also a clear point that the change from one of these desolations to the other did occur under the Roman power. Außerdem ist es offensichtlich, dass der Wechsel von einer dieser verwüstenden Mächte zur anderen während der römischen Oberherrschaft stattfand. Paganism, from the days of Assyria, Das Heidentum von den Tagen der Könige Assyriens an, all the way down to the time of the popes, bis zur Zeit der Päpste, had been the daily, ist das tägliche gewesen. the continual abomination. Das Beständige, so auch wie Professor Whiting es übersetzt. Stephen Haskell, Nun, Stephen Haskell. paganism Das Heidentum is the daily of Daniel 8:12. ist das tägliche von Daniel 8 bis 12. Was taken away, it is true. Es wurde hinweggenommen, es ist wahr. Rome became nominally a Christian empire. Rom wurde rein vom Namen her eine christliche Macht. That was when Emperor Constantine professed the name of Christ. Kaiser Konstantin bekannte sich zu Christus Now notice this. und er schreibt, The last contest with paganism was in the year 508. der letzte Krieg, die letzte Auseinandersetzung mit dem Heidentum fand im Jahre 508 statt, When the Britons accepted Christianity. als die Briten das Christentum annahmen. At that point, the daily was taken away. Zu dem Zeitpunkt wurde das täglich hinweggenommen. And by 538, the way was cleared for the papacy to sit enthroned in Rome. Und im Jahre 538 war der Weg geebnet für das Papsttum und nun nahm es seinen Platz auf seinem Thron auf. Uriah Smith. Uriah Smith. Are you getting the point? All Versteht right. ihr, worin sie alle übereinstimmten? The book Daniel and Revelation, page 285 and 286. Daniel und die Offenbarung, die Seiten 285, 286. From these evidences, we think that it is clear that the daily or paganism was taken away in 508 AD. Auf der Grundlage all der Hinweise, die wir gesehen haben, ist es klar, so glauben wir, dass das tägliche oder das Heidentum im Jahre 508 beseitigt worden ist. This was preparatory to the setting up or establishment of the papacy, Dies war ein vorbereitender Schritt zur Aufrichtung des Papsttums. which was a separate and subsequent event. Dies war ein davon unterschiedener und darauf folgendes Ereignis. The daily was paganism. Das tägliche ist das Heidentum. Ellen White Ellen White. noticed that paganism had to be taken away for the papacy to be set up. Beachtet, wie auch sie schreibt, dass das Heidentum beseitigt werden musste, damit das Papsttum aufgerichtet werden konnte. Great controversy, page 54. Großer Kampf, Seite 54. In the 6th century, the papacy had become firmly Im established. 6. Jahrhundert war das Papsttum voll etabliert. What is the 6th century? 6. Jahrhundert, It's the 500s. das sind die Okay? Jahre ab 500 bis 600 nach Christus. Its seat of power was fixed in the imperial city, Der Sitz seiner Macht war in der Hauptstadt. and the bishop of Rome was declared to be the head over the entire church. Der Bischof von Rom wurde zum Haupt über die Universalkirche eingesetzt. Paganism had given place to the papacy. Das Heidentum hatte seinen Platz dem Papsttum übergeben. So what had to be taken away? Was musste also weggenommen werden? Paganism. Das Heidentum. So that had to be the daily, because the daily was taken away for this papacy to be set up. Und das musste das tägliche sein, weil das tägliche musste beseitigt werden, damit das Papsttum eingerichtet würde. The dragon had given to the beast his power, his seat, and great authority. Der Drache hatte dem Tier seine Macht, seinen Sitz und große Autorität That's verliehen. found in Revelation 13:2. Das finden wir in Offenbarung, Kapitel
13, Vers 2. And now began the 1,260 years of papal oppression foretold in the prophecies of Daniel and the Revelation. Und nun begann die 1260 Jahre päpstliche Unterdrückung, von denen die Weissagungen Daniels und der Offenbarung gesprochen haben. So it's pretty clear, friends, Ziemlich klar, liebe Freunde, what our gospel identity is. wie die Identität der Adventgemeinde in Bezug auf ihr Evangeliumsverständnis aussieht. We have a peculiar identity Wir haben eine ganz besondere Identität. based upon the prophecies of Daniel and Revelation. Und die basiert auf den Weissagungen Daniels und der Offenbarung. And so, friend, God is calling us back to stand upon the foundations of the Advent pioneers. Und deshalb ruft Gott uns erneut zurück, auf die Grundlage zurück zu gelangen, auf der unsere Pioniere in diesen Punkten standen. When we come back, Wenn wir nachher zurückkommen, we'll have our last lecture werden wir unseren letzten Vortrag zu dieser Serie haben. as we discover the everlasting gospel, Wir haben das ewige Evangelium the betrachtet, sanctuary, das Heiligtum. and when we come back at our last lecture together, Und wir werden nachher we'll discover the second witness den zweiten Zeugen miteinander anschauen in the year für 1844. das Jahr 1844. Amen? Amen. Amen. Let us pray. Lasst uns beten. Our Heavenly Father, Unser himmlischer Vater, we thank you for the abundance of information that we have at our resources. wir danken dir für die große Information, die du uns ermöglichst. You have not left us ignorant Du lässt regarding uns nicht in Unwissenheit our foundations, über unsere Grundlagen, regarding our identity, über unsere Identität, regarding our original teachings. über unsere ursprüngliche Lehre. And I pray that you would help us to become students of prophecy Und so bete ich, dass du uns helfen mögest, Studenten der Weissagung zu and to werden rightly divide the word of truth. und das Wort Gottes recht auszuteilen. Bless us this morning Segne uns an diesem Morgen and continue to be with us und sei weiter bei uns. as we take our break Jetzt, wenn wir in die Pause übergehen and return shortly for my last lecture und dann zurückkehren zu diesem letzten Vortrag dieser Serie. as we continue to study the everlasting gospel, Wenn wir das ewige Evangelium weiter the studieren, sanctuary, das Heiligtum and 1844. und Thank you 1844. for your blessings. Danke für deine Segnungen. Please dismiss us with your peace. Und Herr, sende uns jetzt erneut aus unter deinem Frieden. In Jesus' name we pray. Wir beten es im Namen Jesu. Amen. Amen.